zusammen, ich bin's der Fitch. Ich war gerade in der Schule von meinem Sohn. Unglücklicherweise war meine Frau schneller, hat ihn schon abgeholt. Und daraufhin bin ich aus Frust erstmal zu Jollibee gegangen und habe dort gegessen. Und der Hotdog war gut. Jetzt laufe ich heim, um diese extra Kalorien abzuarbeiten. Ich denke mal, zu Hause gibt es auch noch mal Mittagessen. Nur die Chancen, dass ich noch was bekomme, sind klein, weil mein Sohn hat momentan einen Wachstumsschub und er ist wie ein Scheunendrescher. Wir haben wunderschönes Wetter zum Laufen. Sonne scheint, kein Regen. Wir sind mitten in der Regenzeit. Es ist deswegen nicht ganz so warm wie normalerweise und auch glücklicherweise nicht schwül, weil es in den letzten 2 Tagen nicht geregnet hat. Ja, da muss man die Gelegenheit nutzen, ne? Die Straße ist trocken, Füße werden nicht so schnell nass. Ja, ich trage Crocs. Die finde ich einfach viel bequemer als Flipflops. Außerdem gehen die bei mir immer kaputt. Man sollte nicht glauben, dass das mitten in der Stadt ist. Sieht eher aus wie eine Landstraße. Es ist so ein kleiner geheimer Weg, den nur eigentlich alle kennen, die hier wohnen. Ja. Und jetzt bin ich auch schon fast daheim. Es sind gute 10 Minuten Fußweg, wenn man flott läuft. Flott. Habe diese blöde Pfütze vergessen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Die ist doch ein bisschen tiefer als meine Crocs hoch sind. Ich muss jetzt hier am Zaun entlang hangeln. Das Tricycle wirft Wellen. Wollen wir da wegkommen? Oh, da ist noch eine. Die ist nicht ganz so schlimm. Das ist ein bisschen das Problem hier. Die Straßen sind marode wie Sau. Und keiner macht's. Oder es ist momentan nicht geplant. Es ist ja eigentlich auch keine Hauptfahrstraße. Die Hauptstraßen sind alle gut in Schuss, außer die Gehwege. Das ist die Gehwege. Ja, also Laufen ist hier in Kalibo schon ein bisschen mühsam. Und hier haben wir eine sehr enge Gasse, wo abwechselnd Einbahnstraßenbetrieb ist. Zum Glück muss hier keiner das momentan regeln. Aber wenn es wirklich schlimm kommt, dann stellen die ja auch einen Polizisten ab. Taifun vor 2 Wochen sind wir zum Glück verschont geblieben. Vor 5 Jahren hatten wir nicht so viel Glück, als Haiyan hier vorbeigezogen ist. Da hat es hier bei uns eine ganze Menge Dächer abgedeckt, auch leicht Materialhäuser zerstört. Also alle die wie, warte mal, oben zum Beispiel, die haben den Giebel komplett aus Bambus und dann halt wie ein Reetdach gedeckt mit Palmblättern. Entschuldigung, wenn ich nicht immer in die Kamera gucke. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht irgendwo dagegen renne, weil an manchen Stellen hängen Leitungen tief, was auch immer für Leitungen das sind. Ich denke mal, meistens sind es Telefonleitungen, keine Stromleitungen, weil da wird sich sofort jemand beschweren. Und halt nicht alle Anwohner schneiden ihre Büsche zurück. Bücher. Ja, Büsche. Busch. Auch wenn ich jetzt eine Brille trage. Ich muss nicht unbedingt so einen Schlag ins Gesicht bekommen von einem Ast. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, bin schon bei mir in der Subdivision. Ich habe den falschen Eingang benutzt. Der zwingt mich dazu, eigentlich noch ein paar Meter weiter zu gehen. Aber ich will ja laufen, ne? So, home sweet home. Entschuldigung. Naja, der Reis ist da. Also das ist noch ungeschälter Reis, den müssen wir dann erstmal trocknen und dann zur Mühle bringen. Ja,
Und aus diesen paar Säcken Reis werden hoffentlich mal so 3 bis 4. Die halten dann für ein paar Monate. So, ich bin mittlerweile umgezogen. Ist ja auch schon 6 Stunden später. Hab mir gedacht, ich gehe noch mal ein bisschen raus, bevor die Sonne komplett untergeht. Ja, hier hinter mir. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Mein Telefon hat nicht so eine tolle Kamera. Das macht das Bild immer ein bisschen überbelichtet, wenn ich Videos schieße. Kann man leider nicht feststellen. Ja, Heuschnupfen. Alles blöd, rund um die Uhr. Das ganze Jahr lang, die blöden Gräser. Das sollte eigentlich geschnitten werden. So, ich habe mir gedacht, ich gehe mal zu meinem Freund. Der hat das Restaurant gerade eröffnet vor ein paar Monaten im Mai. Ist alles noch ziemlich frisch. Und der hat gemeint, dass jetzt sein Schild bald gemacht wird. Es ist jetzt schon Oktober und er hat immer noch nicht sein Restaurant-Namensschild über der Tür hängen. Ja, über der Tür. Ist eigentlich sowas ähnliches wie eine Garage oder ein Lagerhaus. Und das haben sie einfach umgemodelt. Da gibt es jetzt keine extra Tür oder so. Die haben immer noch da die Schiebetür. Ja. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob da sich was getan hat, ne? Also sein anderer Kumpel hat es ihm versprochen gehabt, dass das jetzt mal gemacht wird. Deswegen bin ich mal gespannt. Ist nicht weit. Gehe ich noch mal ein paar Meter. Ich gehe hier gerade durch den Garten von unserer Subdivision. Garten. Es ist eine schöne Anlage. Es gibt einen Teich da drüben. Und dann hier drüben. In dem Haus. Das kann man mieten. Da werden Veranstaltungen abgehalten, Geburtstage, Hochzeiten, Konferenzen. Die haben hier auch einen Pool, der ist momentan aber nicht voll. Das heißt auch nicht, sieht ein bisschen komisch aus. So. Und dann laufe ich jetzt hier durch, weil dann umgehe ich die blöde Tankstelle. Der Besitzer hat da einen neuen Mieter. Warum bellst du mich an? Der hat einen neuen Mieter. Und das ist ein Tierarzt. Und ein paar von seinen Patienten bleiben da über Nacht. Unglücklicherweise machen die einen Haufen Gestank. Ich weiß nicht, wer diese Käfige säubert, aber er macht es nicht regelmäßig. Und deswegen stinkt es da immer wie Hund. Wie Hund. Deswegen gehe ich, solange das Tor noch offen ist, lieber hier durch. Habe ich mehr von. Mir wird nicht schlecht. Oder ich muss nicht für hunderte von Metern die Luft anhalten. So, jetzt wird es laut, deswegen mache ich jetzt die Kamera aus. Sieht so aus, als ob er Wort halten würde. Die Jungs sind hier und schweißen gerade ein Gerüst. Keine Ahnung. Hey! So, Yes, the installation of wood dog ears. where's your friend? What is this? I thought the shield will be up there. I have two. Ah, two. One is the logo. One is the logo for there, and this Logo one. is there. And this is the. Logo. This is for the logo. Yeah. Ah. And what's there? So that if somebody is here,
Ja. Oh, vlog, 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 vlog. Oh, hi Boss! Das sind meistens halt Reisgerichte, Sachen, die man schnell in der Pfanne machen kann. Das bieten die hier an. Ja, haben auch ein paar Tische, aber die meiste Kundschaft ist normalerweise da während der Mittagszeit. So. Jetzt wird es auch schon dunkel. Wie ich gesagt habe, es dauert nicht lang. Sonnenuntergang dauert hier normalerweise nicht länger als 20 Minuten. Ah, wunderschöne Farbe. So, das dauert noch einen Moment, bis sie da fertig sind mit dem Gerüst. Ich bin gerade eben eingeladen zur Feier des Tages zu einem kleinen Umtrunk. Ja, ein bisschen Brandy. Auch weil besondere Gäste da sind. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt, dass die hinten im Laden waren. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal umziehen, damit ich nicht so verlottert aussehe.